Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen, liebe Herren. Ich heiße euch willkommen zu einem weiteren Video und es soll mal wieder am Käfer losgehen. Ich kann euch sagen, wir haben eine kleine Liste geschrieben, haben ein bisschen was zu tun, so viele Kleinigkeiten. Und dann wollen wir mal sehen, was hier so passiert. Als erstes hier die neuen Felgen, bei der habe ich schon mal ein bisschen angefangen. Die müssen angeschliffen werden komplett, damit die auch in der Farbe können, dass wir hier mal ein stimmiges Bild zur Hinterachse schaffen. Das ist so ein Traum. Dann müssen wir weitermachen vielleicht. Hier drin mal da unten auf jeden Fall diese Dreiecke reinkriegen. Unter der Rücksitzbank. Ah, da drüben ist mehr Platz da. So gehören die ja rein. Die hätte man wahrscheinlich auch schon gut früher hinpacken können. Da einbauen können. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen tricky, habe ich so den Eindruck. Ja, Leute. Hier habt ihr schon das neue Lenkrad gesehen. Ich finde es mega schick, was Nelly sich da gegönnt hat. Außerdem können wir jetzt hier vorne die Ecke nochmal rot malen wieder. Könnten wir. Außerdem, ja, haben wir ja hier so ein kleines Problem noch, wo das Gewinde nicht zu sehen ist. Also viele Kleinigkeiten. Der Tank kann mal einbaufertig gemacht werden langsam, dass man den hier einbauen könnte. Hier oben, die Karosse wird jetzt final festgeschraubt. Da haben wir die fehlenden Gummis, ja, zum Glück bei diesem Teilekonvolut dabei gehabt. Genauso wie hier hinten. Das können wir auch mit festschrauben. Richtig, richtig cool. Ja, was hier hinten so abgeht, keine Ahnung, Leute. Wir starten einfach mal ins Video und dann gucken wir mal, was so passiert. Die ganzen Polster, das wäre natürlich auch, aber ja, wir starten einfach mal. Wir werden hier gleich von drin nochmal die Türen schön wachsen. Da unten seht ihr, ne? Die sind ja schon toll, aber die können ja noch toller werden. Und dann diese Folie mal wieder rankleben und. Ihr werdet sehen, was wir alles regeln. Auf jeden Fall legen wir jetzt los. Ich würde sagen, für euch erstmal ein bisschen Musik rein hier und Attacke, ne? Gut, bis gleich. Leute, geraume Zeit später. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier mit der Musik im Hintergrund. Wir haben viel geschafft an dem Käfer. Ihr seht schon wieder Veränderungen ohne Ende. Ich habe mal Kotflügel rangeschraubt. Einfach um mal zu gucken, wie das hier alles so passt mit den eingeschweißten Blechen und sowas. Ich muss sagen, echt cool. Also wenn da nachher nochmal ein bisschen Spachtel draufgezogen wird, ist perfekt. Ja, außerdem wollte ich mal sehen, wie das alles so im Radkasten steht hier und so, ne? Wir hatten gestern tatkräftige Unterstützung da. Phil hat uns hier geholfen ohne Ende. Ein bisschen alles Mögliche mitgemacht. Jetzt haben wir hier Stoßdämpfer mittlerweile eingebaut. Hinten wie vorne. Total geil. Ich bin richtig gespannt, das mal zu checken. Dann haben wir die hinteren Felgen komplett angeschliffen und dann habe ich die heute einmal lackiert. Reifen raufgezogen. Schöne 265er Pellen. Ja, Leute, ich find's mega. Hinten habe ich den Kotflügel dann auch nochmal final rangeschraubt, um halt mal zu sehen, schließt das unten mit dem Abschlussblech schön ab und so weiter und so fort. Aber das macht alles einen guten Eindruck und ich finde auch die hinteren Felgen stehen im Wagen richtig geil. Also total nice. Dann haben wir gestern, ja, wir haben viele Kleinigkeiten gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr richtig, was wir alles gemacht haben. Ja, doch, Nelly hat hier von drin
hat sie unten die Türen gewachst, dann hat sie die alte Folie hier wieder mit so doppelseitigem Klebeband schön angeklebt und so. Da ist es jetzt auch bereit, dass die Türpappen wieder ran könnten. Richtig toll, wir haben ein paar Sachen am Käfer geschafft. Außerdem haben wir hier drin den Tank einmal sauber gemacht. Der ist jetzt noch nicht final verbaut, der muss noch mal raus, aber das Ding ist quasi vorbereitet. Die Teile sind besorgt. Wir haben mal den Tankgeber rausgeschraubt und reingeguckt. Der Tank sieht von drin richtig stabil aus. Ja, Leute, und hier so, Alter, das Auto hat echt viele Blasen und sowas. Habt ihr mal einen richtig tollen Tipp, was man da so machen kann? Also der hat wirklich überall so kleine Stellen und so. Ich denke mal, da muss man nachher immer eine ganz dünne Spritze nehmen und dann mal mit Overtrol füllen. Also für die Ewigkeit ist natürlich am besten einmal entfernen und neu lacken. Aber wo will man da anfangen, wo will man da aufhören? Da muss man ja ein bisschen die Ruhe bewahren, sag ich jetzt einfach mal. Von daher, ja, ist das jetzt nicht der Plan. Naja, was haben wir noch getan? Ihr seht da im Regal ist ein bisschen mehr Leere. Ich habe wirklich einmal das ganze Regal durchsortiert mit Kram, was wir nicht mehr brauchen, was jetzt quasi über ist, zu Kram, was wir hier auf jeden Fall noch verbauen müssen. Hier die Plättchen für den Tank und so. Also ihr seht schon, es geht mächtig weiter am Käfer. Habt ihr einen guten Tipp, wie man so einen Teppich am besten reinigt? Mit so einem Nasssauger? Oder sag mal, was würdet ihr machen, um den Teppich da blitzeblank zu kriegen? Na, und jetzt ist hier erstmal für heute wieder Feierabend. Wir machen am Bus heiß weiter, aber es sind zwei getrennte Videos. Also ich weiß nicht, welches Video zuerst kommt, aber ich kann euch sagen, jetzt sind wieder ein Käfervideo, ein Busvideo. Und viele haben mir auch gesagt, Mensch, konzentriere dich doch mal auf eine Sache. Aber ich finde das total geil. Hier gehe ich einfach mit Nelly immer mal entspannt rein. Wir tüdeln ein bisschen was, wenn ich gerade am Bus nicht weiterkomme. Somit komme ich hier gut weiter. Und der Plan ist halt auch, dass beide Autos irgendwann mal fertig werden. Von daher finde ich, kann man das gut so nebenbei geregelt kriegen. Naja, am Bus, ihr seht schon, wird viel passieren. Ich sag jetzt erstmal Tschüss. Bis gleich. So, Kinder, wir sind zurück und wollen Gas geben hier bei Nelly am Käfer. Jetzt sind ja hier beide Seiten Kotflügel angebaut. Phil hat hier schon mal mit dem Lappen rüber geputzt. Und als nächstes können wir jetzt anfangen, die Kotflügel wieder abzuschrauben und die mal vorzubereiten, weil die sehen ja von innen ganz fürchterlich aus und sollen natürlich auch einen schönen roten Anstrich kriegen, damit es zum Rest vom Innenradkasten passt. Guck mal hier rein, wenn man jetzt hier hinguckt, oh, alles schön, und dann guckst du hier um die Ecke, alles nicht so schön, ne? Und das wollen wir jetzt mal angreifen, das Thema. Die vorderen Kotflügel, den habe ich hier auch gerade mal vorgeholt. Da muss ich euch sagen, guck mal, wie die von drinnen aussehen. Klar, ein bisschen dreckig, aber echt gut. Die sind komplett auslackiert. Ich denke mal, da machen wir jetzt kein Fass auf und rollen die auch nochmal komplett über. Machen wir ein bisschen sauber und fertig ist der Lachs. Aber als erstes geht's jetzt los und wir haben hier den ersten Kotflügel angefangen und die ganzen Rostgeschichten mal so ein bisschen hier weggebürstet und sowas. Haben wir den ganzen Dreck mit der Drahtbürste rausgebürstet. Jetzt gehen wir gleich als nächstes nochmal ein bisschen mit der Flex lang, machen ein paar Stellen und danach kann das Ding von drinnen rot angetupft werden. Also, ich baue jetzt auch den Kotflügel ab und dann geht's damit weiter. Ja, ich will euch nochmal eben zeigen. Nelly war hier drin auch ordentlich fleißig und hat hier überall die Türpappen schön angebaut und sowas, ne? Also richtig schön. Das macht richtig was her jetzt. Genauso wie da drüben, hinten, alles schön fertig. Ja, also wir wollen jetzt hier mal richtig einen Schlag reinhauen beim ganzen Käfergeraffel hier. Leute, bis gleich.
So, Kinder. Farbe drauf auf den ganzen Kotflügeln. Also jetzt haben wirklich alle 4 Kotflügel von drinnen schön Anstrich gekriegt. Wir haben uns dafür entschieden, die vorderen doch noch mitzumachen, einfach für das Einheitliche und so, ne? Auch wenn der eine echt tippitoppi war, aber egal. Jetzt haben wir das nachher einmal alles hier. Phil hat hier unten die Ecke auch, die wir zuletzt noch geschweißt haben, schön mitgemalt und sowas. Hat richtig Eindruck. Ich habe zwischendurch immer mal so Kleinigkeiten gemacht. Hier noch eine Schraube rein. Da fehlt jetzt leider noch so eine Scheibe da. Müssen wir mal gucken. Diese viereckigen, vielleicht ja, kriegt man die irgendwo einzeln oder irgendeiner hat was da im Regal noch liegen. Genauso sind wir noch auf der Suche nach ein paar Tieferlegungsachsschenkel für Trommelbremse. Also falls auch da vielleicht einer sagt, oh du, die habe ich noch im Regal liegen, die kannst du hier kaufen. Sag mal gerne Bescheid. Also wie gesagt, Tieferlegungsachsschenkel, Trommelbremse, wären wir interessiert dran. Ja, hier hinten ist ja jetzt auch schön festgeschraubt am Häuschen da. Also wir haben mehrere Kleinigkeiten gemacht. Dann hat Nelly hier diese ganzen Sprenkel von diesem orangen Kram runterpoliert von der Seite. Ja, das werden wir nachher dabei lackieren. Jetzt nicht das komplette Seitenteil lackieren müssen, weil die Sprenkel gingen hier wirklich bis hier hoch unter die Zierleiste überall. Ich finde, das kann sich jetzt hier richtig schön sehen lassen. Als nächstes, ja, wird wohl irgendwann auch die Farbe ankommen. Wir haben jetzt Farbe bestellt, schön 2K Grundierung aus der Dose, genau die Farbe. Mars Rot haben wir auch in der Sprühdose, 2K Lack, dass wir hier dann bald mal alles schön beilackieren können. Hier hinten auch die Ecke, das muss natürlich dann erst noch alles gespachtelt werden vorher, aber das wird dann auch nochmal ein eigenes Video. Was wir jetzt hier noch anstellen, ihr werdet es mitkriegen, ne? Einfach gerne weiter so Kleinigkeiten machen. Ich habe da hinten den Deckel mal raufgeschraubt für die Getriebenummer. Auf der Seite hier ist dieser Luftverteiler da auch schön eingebaut. Das klappte ganz gut, indem man hier vorne ein bisschen was anschneidet von dem und hier hinten eine kleine Ecke anschneidet, denn den lösen und gut ist. Auf der anderen Seite hat es nicht so gut geklappt. Da ist dieses Bakelitstück abgebrochen. Ja, da muss ich mir jetzt auch noch eine Lösung einfallen oder man lässt das halt einfach so, packt da einen Verbindungsschlauch raus und dann hat man da halt keinen Verteiler noch extra, der unter den Sitz geht, sondern nur einmal einen Schweller rüber. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Mal gucken. Ja, jetzt ist es schon immer mehr Auto, ne? Guck mal, wie sauber der Himmel geworden ist. Echt total klasse alles. Auch mit den Türpappen. Das sieht schon richtig nach Auto aus jetzt, ne? Naja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Den Spiegel habt ihr auch noch nicht gesehen. Schön mit Außenspiegel jetzt, ne? So, wir machen weiter. Bis gleich. So, Leute, weiter geht's am Käfer. Alle 4 Kotflügel. Na, wo sind die anderen? Haben schon den ersten Anstrich gekriegt, ja, wie ihr gesehen habt, und ist schön durchgetrocknet. Jetzt geht's für uns hier weiter. Und Nelly ist hier schon ganz fleißig dran und macht hier den zweiten Anstrich. Guckt euch mal an, wie schick da. Alles toll mit der Rolle. Da zweiter Anstrich, da erster Anstrich. Man sieht da schon den Unterschied bisschen, ne? Ja, sie gibt also Gas und macht da jetzt ordentlich was, ja, fertig mit Farbe und so. Und damit ich hier nicht einfach nur doof rumstehe, gehe ich jetzt mal hier hinten in die letzte Ecke, hier in unser Außenlager. Und hier stehen ja auch noch Sitzbanksachen rum und all sowas, ne? Guck mal, hier steht auch noch ein alter Benzhocker. Na? Ja, auf jeden Fall haben wir hier auch noch Teile liegen. Und ich suche jetzt gerade, ach, da ist er, den Fahrersitz. Weil hier wollen wir mal anfangen und gucken, ob wir den nicht mal abgepolstert kriegen. Und hier sowas mal sauber machen und so wäre ja auch nicht schlecht, ne? Also Leute, ich pull mal den Sitz hier raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, wir haben es geschafft. Und zwar haben wir hier jetzt wirklich die Polster von den Sitzgestellen runtergezogen. Da ist die andere Sitzfläche. Alter, das war, ja, man musste sich natürlich erstmal durchfuchsen, wie das jetzt alles läuft. Hier sind die ganzen Kotflügel ganz frisch lackiert. Zweite Schicht, genauso wie die vorderen hier. Echt geil. Also, ne, das ist ein vorderer, ein hinterer, sehe ich gerade. Egal. Hier hinten habe ich die Sitzfläche mal reingelegt, weil ich ja diese Stange da ready gemacht habe und auch schon mal reingeschraubt habe. Ja, jetzt sieht das da drin nach Sitzfläche aus. Ich brauche mal von euch einen richtig guten Tipp.
wie würdet ihr jetzt so Sitze beziehen und machen und tun? Weil den Beifahrersitz, den wollen wir nicht neu beziehen, Alter. Ganz im Ernst, der hat nichts. So, der ist vielleicht ein bisschen durchgesessen, aber es ist komplett in Ordnung. Den wollen wir nur einmal gründlich reinigen, genauso wie die Rücksitzbank, dass das einfach einmal sauber kommt, weil wir gerade echt festgestellt haben, das ist schon eine assige Arbeit, das alles, ja, frisch zu beziehen. Vielleicht ist das Beziehen nachher leichter als das Auseinanderfiedeln, aber hier, die Sitzfläche ist auch echt komplett tot. Dann haben wir erst gar nicht gerallt, wie das hier mit diesen Stangen läuft, die hier unten drin laufen. Also eigentlich habe ich es auch immer noch nicht ganz gerallt. Ja, Leute, falls von euch noch einer so ein Sitzpolster und eine Rückenlehne irgendwas liegen hat, was besser ist als das, weil der Scheiß hier ist schon richtig durchgesessen. Und bevor wir jetzt den alten Kram einbauen, falls da irgendeiner was hat, meldet euch gerne mal. Hier die Bezüge, die sind auch echt tot, ne? Also wenn man da mal guckt, wo sind hier, wie dünn die teilweise sind, da kannst du komplett durchgucken. Siehst du das? Also das kannst du komplett haken. Ich bin froh, dass wir jetzt den Fahrersitz auch schon in Angriff genommen haben, weil für mich ist das auch noch ein größerer Baustein. Genauso bin ich so glücklich drum, dass wir jetzt hier die Kotflügel ready gemacht haben. Ja, außerdem macht der Käfer ja auch einen richtig geilen Eindruck jetzt mit seinen neuen Felgen hinten. Endlich hat er hier seine Reifen und Felgen, überall die Koni-Dämpfer eingebaut, so Kleinigkeiten geschafft wie die neuen Schrauben. Ja, ich bin richtig froh, Alter. Guck mal hier rein, ne? Mann, ich habe richtig Bock auf das Käferprojekt, das auch nach und nach zu finalisieren. Dauert hoffentlich nicht mehr allzu lange, aber für diese Woche ist Schluss. Wir haben genug geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ihr seht, uns fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten beim Käfer. Falls da auch noch einer hat, vielleicht hat ja derjenige, der da auch einen Sitzpolster hat, sowieso Sitzteile. Erstens ist dieser hier abgebrochen, der andere ist gut. Damit könnte ich leben, das ist gar kein Problem. Mit dem hier, wenn wir jetzt hier schon neu polstern und sowas, könnte ich nicht so leben. Die Macker sind quasi für die Kopfstütze oben reingeschoben in Sitz. Und hier unten haben die so einen extra vierfachen Festhalter da, siehst du das? Und da habe ich eine geile Idee, wenn du da eine Nuss, eine 13er nimmst und den hier hinten raufsteckst und dann mit Verlängerung den runterschlägst. Also so haben wir es hingekriegt. Dann hat er hier noch perfekt zwei Nasen irgendwo, wo man drin landen muss am Ende. Aber Leute, wir zeigen euch ja auch nochmal, wenn wir wieder zusammenpolstern. Wie gesagt, ne, wenn einer das Teil hat, da wäre ich richtig heiß drum, Alter, auch, ne. Also das brauche ich auf jeden Fall. Falls wir da nochmal Sitzpolster neu kaufen, ist das auch in Ordnung. Aber egal, ich laber euch jetzt gar nicht viel zu. Ich räume hier noch ein bisschen auf. Ihr seht schon, wir haben einiges geschafft am Käfer. Nächste Woche könnt ihr euch auf heißen Bus-Content freuen. Ist das jetzt alles unscharf? Nächste Woche könnt ihr euch auf heißen Bus-Content freuen. Mehr sage ich dazu noch gar nicht. Es ist schon viel passiert. Aber Leute, ich sag jetzt Tschüss. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und haut rein, ne?